Stimmt das überhaupt? Ist die Ursache von deinen Schmerzen nur eine zu schwache Muskulatur? In diesem Video erfährst du die Wahrheit hinter dem Aufbautraining für Rückenschmerzen und ich zeige dir eine Übungsroutine zum Mitmachen, die nachweislich hilft bei Rückenschmerzen. Es wäre schön, wenn man Schmerzen nur mit einer einzigen Ursache erklären kann. Leider stimmt es aber nicht. In Wahrheit sind Schmerzen ein ganz komplexes Phänomen. Es braucht, dass mehrere Faktoren zusammenkommen, damit Schmerzen tatsächlich entstehen können. Deshalb kann man mit Sicherheit sagen, dass nur eine zu schwache Muskulatur nicht die Ursache für Rückenschmerzen sein kann. Es müssen weitere Faktoren dazukommen, damit die Schmerzen entstehen. Ein paar Faktoren sind zum Beispiel Rauchen, Stress, Übergewicht, Bewegungsmangel, berufliche Risikofaktoren wie zum Beispiel ständiges Schieben oder Heben und nicht zuletzt auch Genetik und schlechtere Schlafverhalten. Auf der anderen Seite stimmt es schon, dass es eine Korrelation gibt zwischen einer zu schwachen Muskulatur und die Rückenschmerzen. Außerdem ist es bereits bewiesen, dass Übungen, die jetzt die Kräftigung der Muskulatur zielen, dafür sorgen, dass die Patienten weniger Beschwerden haben bzw. weniger Schmerzen haben. Bis jetzt konnte man noch nicht feststellen, dass eine Kräftigungsübungsmethode besser ist als andere. Das heißt, im Fitnessstudio zu trainieren scheint genauso effektiv zu sein wie zum Beispiel Methoden mit eigenem Körpergewicht wie das Pilates. Ein Vorteil von Pilates ist, dass du gleichzeitig sowohl Kräftigung trainierst als auch Beweglichkeit. Und wie eine Übungsroutine aus der Pilates speziell für Rückenschmerzen aussehen könnte, zeige ich dir jetzt in diesen Übungsroutine zum Mitmachen. Na dann, lass uns mal gleich loslegen. Wir beginnen dann erstes auf dem Boden. Deine Füße, die sind hüftbreit auseinander, deine Knie sind hüftbreit auseinander und deine Handfläche, die legst du jetzt auf dem Boden. Zieh die Schulter zusammen nach hinten und jetzt ganz viel Kraft an die Ferse. Du kippst zuerst das Becken nach hinten zu dir ran, drückst deine Hände nach unten gegen den Boden und kommst dann hoch. Darauf achten, dass du schön das Gesäßmuskulatur anspannst und gehst dann langsam wieder runter. Und diese Übung werden wir jetzt 10-mal wiederholen. Ferse nach unten, in den Boden reindrücken, die Hände bewusst nach unten gegen den Boden drücken und das Becken hochheben. Dadurch, dass du jetzt zusätzlich auch noch die Hände nach unten gegen den Boden drückst, aktivierst du auch deine Rückenmuskulatur, weil du auch die Schulterblattmuskulatur auch damit aktivierst. Und kommst nochmal hoch, bis nach oben hin und langsam wieder runter. Schön wäre, wenn jetzt halt deine Zehmuskulatur ganz locker ist und du bewusst nur die Ferse weit in die Matte reindrückst und somit hast du eine Aktivierung, eine Anspannung der gesamten Muskulatur von Waden, Oberschenkel hinten, Gesäßmuskulatur, Rückenmuskulatur und langsam wieder runter. Wir sind gleich fertig, das ist schon die 7. Wiederholung und noch einmal runter. Achte darauf, dass deine Knie nicht auseinanderfallen, weil das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Becken stabil ist. Langsam wieder runterkommen und nochmal das Becken zu dir, ausatmen und hoch. Das ist schon eine 9. Wiederholung. Noch einmal runtergehen und das letzte. Gesäßmuskel anspannen, das Becken nach hinten und hochkommen, bis du in eine Linie bist von Knie, Becken und Schulter. Nicht vergessen, Hände nach unten. Entspannen und runterkommen. Für die nächste Übung solltest du dich jetzt auf die Seite hinlegen. Deine Beine werden jetzt gestreckt. Und jetzt beginnt die Übung. Du drückst deine Hände nach unten gegen den Boden und den Fuß ziehst du zu dir ran und bringst das Bein nach vorne. Achte darauf, nur so weit, bis du nicht in Hohlkreuz fällst. Dann Fußspitze und wieder zurück. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass du die Bauch- und die Rückenmuskulatur anspannst, damit das Becken stabil bleibt.
Das heißt, wenn du jetzt halt hier nach hinten gehst, darfst du nicht in Hohlkreuz fallen. Genauso, dass wenn du das Bein nach vorne bringst, sollst du deinen Rücken so anspannen, dass du hier nicht so zusammenfällst. Und dann wieder nach hinten. Und diese Übung machen wir jetzt für 5 Mal. Vorwärts kommen, Ferse zu dir und Fußspitze runter. Am besten ist, wenn du es noch mit dem Atmen kombinieren kannst. Einatmen nach vorne, Fußspitze, ausatmen nach hinten. Ganz bewusst die Hand nach unten drücken, Becken bleibt stabil, Fußspitze nach unten, damit hast du auch die Wade dabei. Jetzt wieder nach vorne, Rückenmuskulatur anspannen, dass du nicht in Hohlkreuz fällst, Fußspitze, Waden, Oberschenkel hinten und Gesäßmuskulatur. Und das letzte Mal, zu dir ranziehen nach vorne, Becken bleibt gerade, Fußspitze nach unten, bis du wieder gestreckt bist. Und dann die Seite wenden, oberer Arm nach unten gegen die Matte, das Becken bleibt gerade und stabil, du bringst das Bein nach vorne, Zehen ziehst du zu dir und dann Fußspitze, damit du die Wadenmuskulatur hast, Gesäß und Oberschenkel. Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen, nach vorne, der Rumpf bleibt ganz gerade, Fußspitze und wieder weg nach hinten. Vor allem, wenn du jetzt nach hinten kommst, versuch mal darauf zu achten, dass du nicht nach hinten mit dem Becken fällst, ja? Ganz gerade bleiben, noch einmal zu dir ran, dadurch dehnt sich das alles, Muskulatur anspannen, strecken nach hinten, das ist schon das dritte. Und noch einmal nach vorne, Knie komplett durchgestreckt, richtig nach unten gegen den Boden. Dann hast du noch den Oberkörpermuskulatur. Und noch das letzte Mal. Zu dir nach oben ziehen, ziehen richtig zu dir ran, Fußspitze, Wade anspannen, das Bein wieder nach hinten strecken. Und jetzt sind auch schon 5 hier fertig. Und jetzt einer meiner Lieblingsübungen. Hier trainierst du sowohl die Beinmuskulatur als auch Bauchmuskulatur. Dafür sollst du erstmal das rechte Bein zu dir ranziehen, mit der rechten Hand am rechten Knie, linke Hand am Unterschenkel. Zieh das Bein schön zu dir ran und jetzt hebst du deinen Kopf, deinen Rumpf vom Boden hoch. Wenn du in dieser Position bist, streckst du das andere Bein und jetzt nur Wechsel, 10 Mal. Das Bein, die Hand von der Seite, wo du ranziehst, das obere Hand am Knie, das untere gleich oberhalb von dem Sprunggelenk. Reinziehen und dann tauschen. Reinziehen, das andere Bein ganz weit strecken bis nach unten. Damit hast du Oberschenkel und auch die Kniemuskulatur, die Oberschenkel. Und wieder reinziehen, ganz weit ran und das andere ganz weit. Und streck, bis du fast auf den Boden kommst, aber nicht komplett. Ranziehen und wieder weg. Schön reinziehen und wieder weg. Indem du den Rumpf oben behältst, hast du dann gleichzeitig eine gute Anspannung von der Bauchmuskulatur. Und ranziehen, so weit wie du kannst, damit du die volle Beweglichkeit der Hüfte ausnutzen kannst. Ranziehen und wieder weg. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Schön richtig ranziehen. Einatmen und ausatmen. Und fertig. Die nächste Übung ist jetzt wirklich sehr anspruchsvoll. Du solltest idealerweise die Beine gestreckt halten können. Wenn du nicht schaffst, weil es dir zu schmerzhaft ist, kannst du die gleiche Übung auch machen, indem du die Beine leicht beugst. Deine Knie sind jetzt durchgestreckt, die Beine sind gestreckt in 45 Grad und du hebst den Rumpf nur so weit nach vorne, bis du die Schulterblätter, den oberen Anteil hier von dem Boden hochgehoben hast. Jetzt hältst du hier und atmest jetzt 5 Sekunden ein und dann 5 Sekunden wieder aus. Und dabei bewegst du immer schön die Arme. Einatmen, 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5. Einatmen, 1, 2, 3, 4, 5.
Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Dreimal, noch 2. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das letzte Mal. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Knie beugen, Rumpf locker lassen, entspannen. Das ist schon schwer, ne? Dafür reicht nur eine Runde. Und dann los zum nächsten. Kennst du jemanden, der sich ständig von Rückenschmerzen beschwert? Dann schick ihm dieses Video, damit er selber auch etwas gegen seine Beschwerden machen kann. Und dann weiter zur nächsten Übung. Wieder auf dem Rücken. Du sollst dich auf dem Rücken hinlegen, deine Beine sind hüftbreit auseinander, die Füße, die ziehst du zu dir ran. Durch dieses Ranziehen hast du schon eine Dehnung von der Wademuskulatur. Deine Hände, die streckst du jetzt zur Decke. Und jetzt probier mal in diese Position nach oben zu kommen in eine Beugung. Ich weiß, früher hatte man gesagt, dass man so gerade gar nicht vom Bett hochkommen sollte, aber das stimmt nicht, ja? Okay, so, Hände zeigen zur Decke und dann kommst du nach oben zum Sitzen hin. Beugen, 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 rund werden, rund werden, rund werden. Wenn du hier vorne bist, dann versuchst du ganz weit bis zu deine Zehe hinzulangen. Und dann noch weit rund werden. Aufrechte Haltung, Hände zur Decke und wieder hinlegen. Deine Schultern sind schulterbreit auseinander. Zieh mal die Füße zu dir ran und noch einmal zuerst Richtung Decke. Vorwärts, rollen, rund werden. Deine Hände gehen bis zum Fuß hin und in dieser Position noch weit nach vorne ziehen, damit deine Lendenwirbelsäule richtig schön rund wird. Loslassen, Schulter loslassen und langsam wieder hinlegen. Das Wichtige hierbei ist langsam runterzukommen, damit du nicht runterfällst. Das sind schon 2, davon machen wir auch 5. Hände zeigen zur Decke, noch einmal Kopf reinrollen und dann den Rumpf hochkommen vom Boden. Geradeaus bis zum Fuß hin, nach vorne ziehen, richtig lang werden. Loslassen. Gerade nach vorne, Hände zur Decke, langsam runterkommen, dich runterfallen lassen. 3 und nochmal 2 dazu. Füße zu dir ranziehen, die Wade wird gedehnt. Zu Decke schauen, zu deine Hände schauen. Hochkommen, 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 hochkommen. Und noch einmal bis zum Fuß hin. Schön rund werden. Knie durchstrecken. Füße loslassen. Deine Hände anschauen. Nach oben. Langsam runter, 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 runter. Das ist schon die 4. Und jetzt das letzte Mal. Hände nach oben, zur Decke schauen. Ein- und langsam ausatmen. Knie durchgestreckt, Füße zu dir ziehen, aufrechter Sitz. Hände nach vorne Richtung Fuß. Weit ziehen, rund werden. Knie durchstrecken. Aufrecht. Und das letzte Mal langsam zu Boden kommen und nicht runterfallen. Und das waren jetzt schon unsere 5. All diese Übungen waren hauptsächlich auch für die vordere Muskulatur, für die Bauchmuskulatur. Und bei der nächsten Übung geht es jetzt nun um die Rückenmuskulatur. Dafür sollst du die einmal umdrehen und auf dem Bauch liegen. Du legst sie auf den Bauch, deine Fuß und Rücken sind jetzt nun auf dem Boden. Deine Hände, die sollst du jetzt von der gebeugten Position nach vorne in Richtung Schulterhöhe bringen. Deine Ellenbogen, die zeigen nach unten Richtung Bauch. Wichtig ist, dass du auch nach unten Richtung Boden guckst. So, und jetzt schiebst du dich in diese Position nach unten schauen, schiebst du dich hoch. Dabei aber ganz bewusst die Rückenmuskulatur zwischen die Schulterblätter anspannen, das Gesäßmuskel anspannen, oben bleiben und dann langsam wieder runterkommen. Versuche nach unten zu schauen. Hände nach unten gegen den Boden drücken, ganz bewusst hochkommen.
Guck weiterhin nach unten, bis du eine leichte Dehnung vorne an dem Bauch spürst. Und noch einmal runterkommen. Nach unten schauen, deine Hände gegen den Boden drücken, hochkommen, so weit wie du kannst. Und langsam wieder runterkommen. Hiervon machen wir jetzt 8 Wiederholungen. Richtig schön runterdrücken. Schon deinen Rumpf auch so überstrecken, weil diese Bewegung macht man so selten. Hochkommen, ein bisschen oben bleiben und dann bewusst langsam wieder runterkommen. Das ist jetzt schon unsere 4. Wiederholung. Hochkommen, ausatmen, nach unten schauen, Schulterblätter zusammenziehen, damit du die gesamte Rückenmuskulatur hast. Und langsam wieder runterkommen. Ausatmen, hochkommen, Gesäß anspannen, Rücken anspannen, zwischen die Schulterblätter anspannen. Und noch einmal runterkommen. Der Vorteil von dieser Übung ist es ja, dass du den Rücken jetzt kräftig stärkst, dadurch, dass du hochkommst. Und die Bauchmuskulatur wird gedehnt. Und noch einmal runterkommen, nach unten schauen. Und nochmal hoch. Denk dran, auch den Nacken die ganze Zeit nach unten zu lassen, damit die Spannung auf die Nackenmuskulatur auch weniger wird. Ausatmen. Tief ein und das letzte Mal runterkommen. Nach unten, die Hände flach auf dem Boden und schön in die Überstreckung reinkommen. Entspannen und weiter zur nächsten Übung. Und jetzt geht es um die gesamte Streckmuskulatur, sowohl für oberen Extremitäten, für die Arme, Beine, aber auch Rücken. Du legst jetzt auf den Bauch, deine Hände sind jetzt nach vorne gestreckt und jetzt werden wir einfach mal im Trocken schwimmen. Das heißt, du wirst abwechselnd Arm und Beine, so als ob du schwimmen würdest, von dem Boden hochheben. Wichtig dabei geht es jetzt um die Zeit. Das heißt, du sollst einatmen 5 Sekunden, ausatmen 5 Sekunden. Und das ganze Spaß jetzt 10 Mal. So, einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Einatmen. 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Noch 3 dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das letzte. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Das war schwer. Auch für mich. Und jetzt für unsere nächste Übung gehen wir zurück auf den Rücken. Bei dieser Übung geht es jetzt darum, dass du dein Becken stabil hältst, währenddessen du das Bein bewegst. Du streckst erstmal beide Beine, die sollen unten auf dem Boden bleiben. Und jetzt beide Hände nach unten, drück nach unten gegen den Boden, damit du die Schulterblattmuskulatur aktivierst. Du wirst auch sofort die Spannung zwischen die Schulterblätter auch spüren. Das heißt, Hände kommen nach unten, Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen, damit du dein Becken stabil hast und das rechte Bein jetzt hochheben. Und jetzt versuchst du mit deinem rechten Bein einen Zirkel zu machen, einen Kreis. Nach außen drehen,
1, 2 und das letzte Mal in diese Richtung. 3. In der Mitte angekommen, wieder umgedreht in die andere Richtung. 1, 2 und 3. Es geht darum, dass das Knie durchgestreckt bleibt und das Becken gerade auf dem Boden bleibt, dass du jetzt halt nicht hier vom Becken her bewegst. Rechte Bein runter und das gleiche nochmal mit der linken Seite. Hände nach unten gegen den Boden drücken. Das rechte Bein nach unten gegen den Boden drücken, damit du ganz stabil bist. Linke Bein hochheben und jetzt Kreise drehen. Nach außen rum. 1, 2, Knie komplett durchgestreckt, schön Oberschenkeltraining und 3. Unten angekommen und in die Gegenrichtung. Nach außen und dann hoch. Knie durchgestreckt. 1, 2 und das letzte 3. Und dann auch hier wieder runter. Und jetzt ziehst du beide Beine zu dir ran und richtig schön ranziehen. Rumpf jetzt von dem Boden hochheben. Damit hast du jetzt die Bauchmuskulatur. Ranziehen und jetzt strecken. Zu dir ranziehen und nochmal strecken. Nochmal zu dir ranziehen und strecken. Wenn es dir zu schwer ist, beide gleichzeitig, dann kannst du wieder 1 machen. Erst 1 und dann das andere. Und noch einmal. Das sind jetzt schon 5. Ranziehen zu dir und strecken weg. Und noch einmal zu dir ranziehen, strecken weg. Und das letzte Mal. Ranziehen, strecken, komplett weg, reinziehen, Oberkörper ablegen, Beine wieder zu Boden. Und für die letzte Übung setzen wir uns jetzt hin. Für die letzte Übung sollst du dich jetzt hinsetzen auf den Boden. Deine Knie sind komplett durchgestreckt und deine Beine, die sind jetzt ein bisschen weiter auseinander. Deine Hände streckst du jetzt zur Seite weg. Jetzt kommt deine linke Hand nach vorne zu deinem rechten Fuß und der rechte Arm ganz weit nach hinten. Zurück in der Mitte und dann rechte Hand zum linken Fuß. Aufrecht einatmen, linke Hand, rechter Fuß. Einatmen, rechte Hand, linker Fuß. Einatmen, linke Hand, rechter Fuß. Und hier schön nach hinten drehen. Einatmen und in die andere Richtung. Und runter. Einatmen, hoch, aufrecht, Knie durchgestreckt. Linke Hand, rechter Fuß. Einatmen, hoch, rechte Hand, linker Fuß. Beugen. Bei dem Strecken aktivierst du deine Rückenmuskulatur. Bei dem Beugen nach vorne dein Bauchmuskel. Einatmen, hoch, Schulter runter. Rechte Hand, linker Fuß. Einatmen. Noch einmal, linke Hand, rechter Fuß. Und noch ein letztes Mal, rechte Hand, linker Fuß. Und Pause. Diese Übungsroutine entstand aus einer Studie von 2017. Und die Patienten, die diese Übung täglich gemacht hatten, hatten nach 12 Wochen deutlich weniger Schmerzen und waren auch viel beweglicher als die anderen Teilnehmer. Probier die Übungen aus. Ich hoffe, die helfen dir weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!